Lektion 1. Der Lone Star State winkt. Hey Anna, wusstest du, dass Andrew Jackson aufgrund persönlicher Probleme und politischer Schwierigkeiten die USA tatsächlich nach Texas verlassen hat? Wow, das war mir nicht bewusst. Warum hat er beschlossen, das Land zu verlassen und ausgerechnet nach Texas zu reisen? Nun, es scheint, dass Jackson zu Hause vor einigen großen Herausforderungen stand. Texas bot ihm eine Chance für einen Neuanfang, nehme ich an. Interessant. Ich bin neugierig, mehr darüber zu erfahren, was ihn konkret zu diesem dramatischen Umzug in den Lone Star State veranlasst hat. Soweit ich weiß, war Jackson in Washington in einige intensive politische Fehden und Kontroversen verwickelt. Ah, ich verstehe. Also wollte er wahrscheinlich dem Drama und den Spannungen der Hauptstadt entkommen. Texas muss wie der perfekte Zufluchtsort gewirkt haben. Genau. Und zu der Zeit war Texas noch Teil Mexikos, also war es ein bisschen geografisch weit von seinen Problemen entfernt. Ah ja, das macht Sinn. Ein ganz neues Land könnte ihm die Möglichkeit bieten, abseits des Rampenlichts von vorne zu beginnen. Exakt. Natürlich würde sich Texas irgendwann von Mexiko lösen und eine eigene unabhängige Republik werden. Faszinierend. Ich frage mich, ob Jackson bei diesem Übergang eine Rolle gespielt hat oder ob er nur versucht hat, einen ruhigen Ort zu finden, an dem er sich zurückziehen kann. Nach allem, was ich gelesen habe, hat er sich nicht wirklich für die Unabhängigkeitsbewegung von Texas engagiert. Er konzentrierte sich mehr darauf, Frieden und Einsamkeit zu finden. Ich verstehe. Es war also wirklich nur eine persönliche Entscheidung für ihn, keine politische. Ich musste nur von allem wegkommen. Richtig, er war nur auf der Suche nach einem Neuanfang. Natürlich sollte Texas später ein großer Teil der amerikanischen Geschichte werden. Absolut. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie Jacksons Entscheidung, dort Zuflucht zu suchen, weitreichendere Auswirkungen gehabt haben könnte. Definitiv. Seine Zeit in Texas, auch wenn sie kurz war wahrscheinlich ein wichtiges Kapitel in seinem Leben und in der Geschichte des Bundesstaates. Ganz gewiss. Es zeigt nur, wie die persönlichen Entscheidungen historischer Persönlichkeiten am Ende einen viel größeren Nachhall haben können. Genau. Selbst die scheinbar isoliertesten Entscheidungen können letztlich zu größeren Ereignissen und Entwicklungen führen. Faszinierendes Zeug. Ich liebe es, etwas über diese wenig bekannten Hintergrundgeschichten zu lernen und wie sie in das Gesamtbild passen. Ich auch. Es erweckt Geschichte wirklich auf nuanciertere und fesselndere Weise zum Leben, findest du nicht? Absolut. Diese Art von persönlichen Anekdoten macht historische Figuren so viel verständlicher und menschlicher. Definitiv. In Ordnung. Ich freue mich, dass ich diesen interessanten Leckerbissen über Andrew Jackson und sein Texas-Abenteuer mit Ihnen teilen konnte. Ich weiß es zu schätzen, dass du mich informiert hast. Es ist immer eine Freude, neue historische Leckerbissen von Ihnen zu lernen. Ich mache es gerne. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jemals tiefer in andere wenig bekannte Geschichten aus der Vergangenheit eintauchen möchten. Wird reichen. Das war ein toller Chat. Danke, dass du meine Neugier auf Andrew Jacksons Lone Star Reise geweckt hast. Es war mir eine Freude. Ich freue mich immer über solche bereichernden historischen Diskussionen mit Ihnen. Ebenso. In Ordnung, ich sollte wahrscheinlich gehen, aber das war eine wunderbare Art, etwas Zeit zu verbringen. Einverstanden. Mach's gut und ich freue mich auf unseren nächsten faszinierenden Geschichtschat.
Lektion 2: Künstlerische Inspiration entdecken. Hey Anna, ich kann den Einfluss von Van Goghs Farbgebrauch in deinen lebendigen Gemälden erkennen. Ah, du hast es bemerkt. Van Goghs mutiger und ausdrucksstarker Umgang mit Farben war definitiv eine große Inspiration für mich. Es zeigt sich wirklich. Deine Arbeit hat eine solche Energie und Lebendigkeit, die an seinen Stil erinnert. Absolut. Mich fasziniert die Art und Weise, wie er in seinen Bildern Farbe verwendet hat, um Emotionen und Bewegung zu vermitteln. Definitiv. Die dicken, wirbelnden Pinselstriche und die kraftvolle Palette scheinen einfach von der Leinwand abzustrahlen. Vollständig. Ich finde es toll, dass er keine Angst davor hatte, wirklich intensive, fast aufeinanderprallende Farben zu verwenden, um diese erstaunlichen visuellen Kompositionen zu kreieren. Definitiv. Seine Arbeit hat eine rohe, fast hemmungslose Qualität, die ich so faszinierend finde. Definitiv. Und Sie können sehen, wie dieses Gefühl von Freiheit und Spontanität auch in meinen eigenen Stücken zum Ausdruck kommt. Definitiv. In ihren Bildern steckt ein wunderbares Gefühl von Dynamik und Ausdruck. Danke. Ich finde, dass es wirklich hilft, die Van Gogh-artige Energie einzufangen, wenn man die Farbe fließen lässt und sie mit kräftigen, gestischen Strichen aufträgt. Absolut. Die Textur und Bewegung in deiner Arbeit sind einfach faszinierend. Ich freue mich sehr, dass du das zu schätzen weißt. Van Goghs Arbeit war für mich eine ständige Inspirationsquelle. Es zeigt sich wirklich. Es besteht ein unbestreitbarer Zusammenhang zwischen seinem Stil und der lebendigen, emotionalen Qualität ihrer Kunst. Definitiv. Ich versuche immer, diesen rohen, kompromisslosen Einsatz von Farbe und Pinselführung in meinen eigenen Bildern zum Ausdruck zu bringen. Und du machst einen unglaublichen Job. Ihre Arbeit hat eine so fesselnde, fast hypnotische Qualität. Danke, das ist so nett von dir, das zu sagen. Van Goghs Kunst hat mich als Maler wirklich verändert. Das kann ich absolut sehen. Die Leidenschaft und Authentizität in ihrer Arbeit ist spürbar, genau wie seine. Das bedeutet mir so viel. Es ist mir eine Ehre, diese ausdrucksstarke, farbenfrohe Tradition auf meine Weise weiterzuführen. Und du machst das wunderbar. Van Gogh wäre zweifellos stolz darauf zu sehen, welchen Einfluss er auf einen Künstler wie sie hatte. Wow, das ist ein unglaublich demütigender Gedanke. Ich bin so dankbar, seine Arbeit entdeckt zu haben und sie meine eigene kreative Reise inspirieren zu lassen. So wie du sein solltest. Es ist ein Beweis für die anhaltende Macht und den Einfluss großer Kunst. Absolut. Van Goghs Erbe lebt durch leidenschaftliche Künstler wie mich weiter. Es ist ein wahres Privileg. Wunderschön gesagt. Ihre Arbeit ist eine lebendige Erweiterung seiner revolutionären künstlerischen Vision. Es ist mir eine Ehre, diese Fackel zu tragen. Danke, dass du diese Verbindung siehst und schätzt, John. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir eine Freude, mit einem ähnlichen künstlerischen Geist wie Ihnen über die Wirkung von Van Gogh zu diskutieren. Ebenso war dies ein wunderbarer Austausch. Ich bin dankbar, einen Mitbewunderer seiner Arbeit gefunden zu haben. Ich auch. In Ordnung. Ich lasse dich wieder mit deinem Gemälde beginnen. Macht weiter so mit der unglaublichen Arbeit. Danke, das werde ich auf jeden Fall.
Genieß den Rest deines Tages, John. Du auch. Ich freue mich darauf, mehr von Ihren lebendigen, von Van Gogh inspirierten Kreationen zu sehen. Lektion 3. Kluges Reisen in der Nebensaison. Haben Sie darüber nachgedacht, während der Nebensaison zu reisen? Ja, ich habe gehört, dass man damit Geld sparen und Menschenmassen vermeiden kann. Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile von Reisen in der Nebensaison? Nun, der größte Vorteil ist, dass die Preise für Flüge, Hotels und Aktivitäten in der Regel viel günstiger sind. Absolut. Das ist ein großer Anziehungspunkt. Die Hochsaison im Sommer und an Feiertagen kann ziemlich teuer werden. Genau. Und Sie müssen sich nicht mit dem Zustrom von Touristen auseinandersetzen, der dazu führen kann, dass sich einige Ziele überfüllt anfühlen. Guter Punkt. Die Nebensaison ist die perfekte Zeit, um einen Ort mit mehr Platz und Authentizität zu erleben. Definitiv. Sie können wirklich ohne Hektik in die lokale Kultur eintauchen. Das klingt wunderbar. Ich kann mir vorstellen, dass das Wetter in den Schultermonaten wahrscheinlich auch etwas angenehmer ist. Ganz gewiss. Normalerweise meiden Sie die extremen Temperaturen der Hochsaison, egal ob es zu heiß oder zu kalt ist. Genau. Die milden, komfortablen Bedingungen sind ideal, um Outdoor-Aktivitäten und Besichtigungen zu genießen. Absolut. Und Sie können oft tolle Angebote für Flüge und Hotels finden, wenn Sie Ihre Reisedaten flexibel festlegen. Das ist ein toller Tipp. Reisen außerhalb der Spitzenzeiten können sich in Bezug auf Kosteneinsparungen wirklich auszahlen. Definitiv. Es erfordert nur ein bisschen mehr Planung, aber die Belohnungen sind es wert. Ich bin auf jeden Fall fasziniert. Was sind einige der besten Perioden, die man in der Nebensaison in Betracht ziehen sollte? Nun, die Frühlings- und Herbstmonate sind normalerweise ausgezeichnet, wie April, Mai und September, Oktober. Ah, ich verstehe, das macht Sinn. Diese Übergangszeiten scheinen ideal zu sein, um den Menschenmassen auszuweichen. Exakt. In dieser Nebensaison herrscht oft mildes, angenehmes Wetter und niedrigere Preise. Das ist wirklich gut zu wissen. Ich muss anfangen, nach möglichen Kurzurlauben in der Nebensaison zu suchen. Ich denke, du würdest die Erfahrung wirklich genießen. Es ist eine großartige Möglichkeit, günstiger und authentischer zu reisen. Ich bin begeistert. Reisen in der Nebensaison klingen nach der perfekten Möglichkeit, neue Orte mit kleinem Budget zu erkunden. Absolut. Nur ein wenig Flexibilität kann einige erstaunliche Reisemöglichkeiten eröffnen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung meines nächsten Abenteuers in der Nebensaison zu beginnen. Danke für die fantastischen Tipps, John. Es war mir eine Freude. Ich freue mich, Ihnen einige hilfreiche Einblicke zur Maximierung Ihres Reiseerlebnisses geben zu können. Definitiv. Das war eine wunderbar informative Diskussion. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie Ihr Fachwissen über die Nebensaison teilen. Jederzeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Reisehinweise benötigen, wenn Sie mit der Planung Ihrer nächsten Reise beginnen. Wird reichen. Ich werde dir bestimmt bald wieder den Kopf zerbrechen, was Strategien für die Nebensaison angeht. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf, von Ihren zukünftigen Abenteuern in der Nebensaison zu hören. Absolut.
Dies wird mir so viele weitere erschwingliche Reisemöglichkeiten eröffnen. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich Sie dazu inspirieren konnte, die Vorteile von Reisen in der Nebensaison zu erkunden. Das hast du definitiv, und ich freue mich sehr darüber. Nochmals vielen Dank, John. Das freut mich, Anna. Frohe Reisen, und lass mich wissen, wie es läuft. Lektion 4. Neue Erfahrungen nutzen. Etwas Neues erleben? Das ist eine fantastische Gelegenheit. Hast du darüber nachgedacht, etwas Bestimmtes auszuprobieren? Ja, ich wollte meine Komfortzone verlassen und eine neue Aktivität oder ein neues Hobby entdecken. Hast du irgendwelche Vorschläge? Nun, an welchen Dingen bist du generell interessiert oder neugierig, sie zu erkunden? Das ist eine gute Frage. Ich wollte mich schon immer an Töpfern oder Keramiken versuchen. Die Idee, mit Ton zu arbeiten, fasziniert mich wirklich. Oh, Töpfern, das ist eine wunderbare Idee. Es ist so ein einzigartiges und lohnendes kreatives Medium. Ich bin so froh, dass du das denkst. Ich habe gehört, dass es auch ziemlich meditativ und therapeutisch sein kann. Absolut. Der Prozess, den Ton zu formen und zuzusehen, wie ihre Kreationen zum Leben erwachen, ist wirklich faszinierend. Das kann ich mir nur vorstellen. Und ich liebe die Idee, meine eigenen funktionalen oder dekorativen Stücke entwerfen und herstellen zu können. Genau. Die Vielseitigkeit der Töpferei ist so reizvoll. Mit den Formen und Glasuren können Sie wirklich kreativ werden. Das klingt unglaublich. Ich bin auf jeden Fall fasziniert von der Gelegenheit, meinen inneren Künstler zu entfesseln. Es ist eine fantastische Möglichkeit, genau das zu tun. Töpferei kann ein wunderbares Mittel zur Selbstdarstellung sein. Ich bin begeistert. Jetzt muss ich nur noch einen Töpferkurs für Anfänger in der Gegend finden, um loszulegen. Ich bin mir sicher, dass es viele Möglichkeiten gibt. Gemeindezentren und Kunststudios bieten oft Einführungskurse an. Hervorragend, ich muss anfangen, einige lokale Möglichkeiten zu recherchieren. Das begeistert mich wirklich. Ich merke es. Es ist so toll, wenn man ein neues Hobby findet, das diese Art von Begeisterung auslöst. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass dies der Beginn einer wirklich erfüllenden kreativen Reise für mich sein könnte. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es so sein wird. Neue Dinge auszuprobieren kann sowohl berauschend als auch bereichernd sein. Du hast so recht. Ich bin bereit, die Herausforderung anzunehmen und zu sehen, was für ein Töpfer ich werden kann. Ich liebe diese Einstellung. Kopfüber einzutauchen ist der beste Weg, um das Beste aus einer neuen Erfahrung herauszuholen. Definitiv. Keine bessere Zeit als das Geschenk, um mir die Hände schmutzig zu machen und zu sehen, was ich kreieren kann. Genau. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Töpferabenteuer zu erfahren, wenn du anfängst. Ich auch nicht. Das wird ein so aufregendes neues Kapitel. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mich ermutigt haben, etwas Neues auszuprobieren. Natürlich freue ich mich, dass ich sie inspirieren konnte. Sich zu verzweigen ist so wichtig für das persönliche Wachstum. Absolut. Ich fühle mich voller Energie und begierig darauf, mich auf dieses kreative Unterfangen einzulassen. Es wird fantastisch. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich wünsche Ihnen alles Gute beim Eintauchen in die Welt der Töpferei.
Danke, John. Ich werde Sie auf jeden Fall über meine Fortschritte bei der Tonbildhauerei auf dem Laufenden halten. Bitte TOS. Ich freue mich darauf zu sehen, welche Meisterwerke Sie am Ende herstellen werden. Du hast es. In Ordnung. Zeit für mich für den Töpferkurs anzumelden. Wünsche mir Glück. Du brauchst kein Glück, du schaffst das. Viel Spaß und genieße den Prozess. Lektion 5. Eine Reise zur Fitness. Journée, da stimme ich voll und ganz zu. Wir schaffen das, lassen Sie uns gemeinsam unsere Fitnessziele erreichen. Absolut, John. Ich freue mich sehr, diese Reise mit dir an meiner Seite anzugehen. Ich auch, es wird eine tolle Erfahrung sein. Wir werden uns gegenseitig pushen und unsere Fortschritte feiern. Definitiv. Einen Trainingspartner zu haben, wird einen großen Unterschied machen. Wir können uns bei jedem Schritt gegenseitig motivieren. Ganz gewiss. Es ist wichtig, sich gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen, wenn es darum geht, gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Genau. Und ich weiß, dass ich mit deiner Unterstützung in der Lage sein werde, alle Hindernisse oder Plateaus zu überwinden. Absolut. Wir werden ein unaufhaltsames Team sein und gemeinsam unsere Fitnessziele erreichen. Ich kann es kaum erwarten. Wir werden so stark werden, sowohl physisch als auch mental. Definitiv. Diese Reise wird uns auf die bestmögliche Weise verändern. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich weiß, dass wir mit unserer gemeinsamen Entschlossenheit unglaubliche Ergebnisse erzielen werden. Ich stimme zu 100% zu. Wir werden uns selbst damit überraschen, zu wie viel wir fähig sind. Ich bin so aufgepumpt, wenn ich nur daran denke. Das wird lebensverändernd sein. Das ist es wirklich. Und das Beste daran ist, dass wir alles zusammen erleben können. Genau. Dich als meinen Trainingskumpel zu haben, macht den Unterschied. Das Gleiche hier. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, diese Fitnessreise als Team zu beginnen. Ich auch. Das wird der Beginn einer großartigen, gesunden Partnerschaft sein. Absolut. Wir werden unsere Ziele erreichen und eine Menge Spaß dabei haben. Verdammt ja. Ich kann schon die Endorphine und das Erfolgserlebnis spüren. Das Gleiche hier. Das wird so lohnend sein, sowohl physisch als auch mental. Ich stimme voll und ganz zu. Lass uns das machen, Partner. Darauf kannst du wetten. In Ordnung, lass uns rausgehen und es möglich machen. Ich bin direkt neben dir, John. Lass uns Großes erreichen. Das höre ich gerne. Das wird episch, ich spüre es. Absolut. In Ordnung. Lass uns diese Fitnessparty beginnen. Du weißt es. Das ist der Beginn von etwas ganz Besonderem. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Ebenso, Anna. Zusammen sind wir nicht aufzuhalten. Lektion 6. Der Einkaufsbummel. Hey, bist du heute einkaufen gegangen? Ja,
Habe ich. Ja, brauchst du irgendwas? Nun, ich war eigentlich nur neugierig, ob du ein paar Dinge mitgenommen hast, die ich auch gebrauchen könnte. Oh, ich verstehe. Nach was für Gegenständen hast du gesucht? Ich schnappe sie mir gerne, wenn ich das nächste Mal im Laden bin. Lass mich nachdenken. Ein paar frische Produkte wären toll, vielleicht ein paar Äpfel, Karotten und Brokkoli. Verstanden. Die kann ich definitiv zu meiner Liste hinzufügen. Gibt es sonst noch etwas, wofür du auf dem Markt bist? Oh, und wenn Sie gutes Vollkornbrot haben, wäre das auch super. Vollkornbrot ist auf jeden Fall ein Muss. Ich werde auf jeden Fall nach einem schönen Brot Ausschau halten. Fantastisch, du bist der Beste. Diese wenigen Dinge würden wirklich helfen, meine Mahlzeiten diese Woche abzurunden. Gar kein Problem. Ich hole sie gerne für dich ab, wenn ich das nächste Mal im Supermarkt bin. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Einkaufen kann manchmal so lästig sein, weißt du? Das verstehe ich vollkommen. Es ist so viel einfacher, wenn du einfach ein paar Dinge für einen Freund mitnehmen kannst. Genau. Und es ist toll, einen zuverlässigen Einkaufskumpel zu haben, der hilft. Absolut. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Lass mich wissen, wenn du noch etwas brauchst. Wird reichen. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, falls mir weitere wichtige Fragen gestellt werden. Hört sich gut an. Ich gehe heute später in den Laden, also werde ich diese Artikel auf jeden Fall für dich besorgen. Du bist eine Lebensretterin, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, um zu helfen. Natürlich ist es mir eine Freude. Ich freue mich, Ihnen den Einkaufsablauf ein bisschen zu erleichtern. Definitiv. In Ordnung, ich lasse dich dann zur Sache kommen. Danke nochmal. Jederzeit. John, ich werde bald mit dir darüber sprechen, wie der Einkauf gelaufen ist. Hört sich gut an. Wir sehen uns später. Lektion 7. Diskussion über die Zukunft der Demokratie. Und Ideen, die größte Demokratie der Welt wird eine ganze Welt von Demokratien anführen. Was sind deine Gedanken dazu? Das ist eine faszinierende Perspektive. Glauben Sie wirklich, dass die USA eine globale demokratische Bewegung anführen können? Absolut. Als herausragende Demokratie der Welt glaube ich, dass die USA sowohl die Möglichkeit als auch die Verantwortung haben, demokratische Werte weltweit zu fördern. Ich verstehe den Reiz dieser Vision, aber finden Sie sie nicht ein bisschen idealistisch? Die Verbreitung der Demokratie ist nicht immer so einfach, wie es scheint. Vielleicht, aber ich glaube immer noch, dass es ein lohnendes Unterfangen ist. Die Demokratie hat sich als die gerechteste und stabilste Regierungsform erwiesen. Ich stimme zu, aber Sie müssen die einzigartigen kulturellen und historischen Kontexte verschiedener Nationen berücksichtigen. Was in den USA funktioniert, lässt sich anderswo möglicherweise nicht perfekt übertragen. Das ist ein faires Argument. Dennoch denke ich, dass die Kernprinzipien der Demokratie Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit universelle Werte sind, die weltweit angestrebt werden sollten. Sie bringen überzeugende Argumente vor. Aber befürchten Sie nicht, dass der unnachgiebige Einfluss der USA die lokalen demokratischen Bewegungen tatsächlich untergraben könnte? Sie äußern berechtigte Bedenken.
Jede demokratische Öffentlichkeitsarbeit müsste nuanciert sein und auf lokale Bedürfnisse und Sensibilitäten eingehen. Genau. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht, Förderung demokratischer Ideale bei gleichzeitiger Achtung der nationalen Souveränität und Selbstbestimmung. Absolut. Wir können unser Modell nicht einfach durchsetzen, sondern mit aufstrebenden Demokratien auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Mir gefällt dieser Ansatz viel besser. Kollaborative Demokratisierung von unten nach oben statt Mandate von oben nach unten. Ja, genau. Aufbau einer globalen Gemeinschaft von Demokratien durch gegenseitige Unterstützung und gemeinsames Lernen. Das klingt nach einer viel nachhaltigeren und effektiveren Strategie. Wir müssen bereit sein, auch von anderen zu lernen. Definitiv. Keine einzelne Demokratie hat ein Monopol auf gute Ideen. Wir alle können von sich gegenseitig befruchtenden demokratischen Praktiken und Innovationen profitieren. Stimme voll und ganz zu. Es geht darum, den internationalen Austausch demokratischer Prinzipien und bewährter Verfahren zu fördern. Exakt. Eine vernetzte Welt von Demokratien, die sich gegenseitig stärken und inspirieren. Ich fange wirklich an, das Potenzial dieser Vision zu erkennen. Es ist ein ehrgeiziges, aber nobles Ziel. Ich freue mich, dass du dich auf die Idee einlässt. Die weltweite Verbreitung von Demokratie ist eine komplexe Herausforderung, aber ich glaube, eine, die es wert ist, angegangen zu werden. Ich muss zugeben, Sie haben sehr überzeugende Argumente vorgebracht. Ich kann mir vorstellen, wie das die geopolitische Landschaft zum Besseren verändern könnte. Wunderbar, ich freue mich, Ihr Interesse geweckt zu haben. Es ist eine Vision, die ich mit großer Leidenschaft in die Realität umsetzen möchte. Das merke ich. Ihre Begeisterung für demokratische Ideale ist sehr inspirierend, John. Sie zählen auf mich als eifrigen Unterstützer. Hervorragend, ich freue mich, Sie an Bord zu haben. Ich glaube, wir können gemeinsam dazu beitragen, eine demokratischere Zukunft für die Welt zu gestalten. Definitiv. Das ist eine spannende Aussicht, und ich freue mich darauf zu sehen, wie sich alles entwickelt. Die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, lasst uns weiter überlegen, wie wir zu dieser globalen demokratischen Bewegung beitragen können. Du hast es. Ich springe schon vor Ideen. Das wird eine aufregende Reise. Absolut. Ich bin gespannt, wohin uns unsere Zusammenarbeit führt. Die Zukunft der Demokratie ist rosig. Lektion 8. Den Mittelsmann ausschalten. Dollarmarkt: Unternehmen können Zwischenhändler wie Händler oder Einzelhändler umgehen und direkt an Verbraucher verkaufen. Was sind deine Gedanken dazu? Interessantes Konzept. Der Wegfall des Zwischenhändlers könnte für Unternehmen definitiv einige Vorteile haben. Absolut. Durch den Direktverkauf können sie potenziell niedrigere Preise und bessere Gewinnmargen anbieten. Das ist ein gutes Argument. Dadurch entfällt der Preisaufschlag, der normalerweise in jeder Phase der traditionellen Lieferkette anfällt. Genau. Und es ermöglicht Unternehmen, mehr Kontrolle über das Kundenerlebnis und die Markenbotschaft zu haben. Absolut. Das ist ein großer Vorteil. Sie können eine kohärente Markenidentität ohne Verwässerung sicherstellen. Definitiv. Außerdem erhalten sie einen intimeren Zugang zu Verbraucherdaten und Präferenzen.
Gute Beobachtung. Diese direkte Verbindung zum Endkunden ist von unschätzbarem Wert. Absolut. Es ermöglicht Unternehmen, agiler zu sein und auf Marktanforderungen zu reagieren. Ich verstehe, warum das so attraktiv wäre, insbesondere für kleinere oder aufstrebende Marken. Definitiv. Es gleicht die Wettbewerbsbedingungen aus und gibt ihnen eine Chance, gegen größere, etablierte Spieler zu kämpfen. Das ist eine großartige Art, es zu betrachten. Es demokratisiert gewissermaßen den Zugang zum Markt. Exakt. Es eröffnet neue Wege für Unternehmertum und Innovation. Das gefällt mir. Wir revolutionieren traditionelle Vertriebsmodelle durch digitale Technologie. Genau. Der Aufstieg des E-Commerce hat dieses Direct-to-Consumer-Modell wirklich zum Erfolg verholfen. Absolut. Es ist ein aufregender Wandel in der Art und Weise, wie Waren und Dienstleistungen auf den Markt gebracht werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Und es ist nicht nur auf Konsumgüter beschränkt, auch B2B-Unternehmen befürworten diesen Ansatz. Faszinierend. Es hat also breite Anwendungen in verschiedenen Branchen und Sektoren. Definitiv. Das Potenzial zur Rationalisierung der Lieferketten und zur Verbesserung der Effizienz ist enorm. Ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Anziehungspunkt für Unternehmen wäre. Der Verzicht auf Zwischenhändler muss zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Genau. Und diese Einsparungen können in Form niedrigerer Preise an die Verbraucher weitergegeben oder in Produktqualität und Innovation reinvestiert werden. Rundum eine Win-Win-Situation. Dieses Direct-to-Consumer-Modell scheint so viele überzeugende Vorteile zu bieten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ein echter Wendepunkt, der die kommerzielle Landschaft verändert. Absolut. Ich bin wirklich fasziniert von den Möglichkeiten hier. Es eröffnet so viele aufregende neue Wege. Ich freue mich, dass ich Ihr Interesse wecken konnte. Dies ist definitiv ein neuer Geschäftstrend, den es wert ist, im Auge zu behalten. Definitiv. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt und traditionelle Branchennormen auf den Kopf stellt. Das Gleiche hier. Die Zukunft des Handels scheint ziemlich faszinierend zu sein. In der Tat ist es so. Das war eine wunderbar aufschlussreiche Diskussion, John. Ich freue mich, dass ich einige wertvolle Einblicke geben konnte. Das Direct-to-Consumer-Modell ist eine spannende Herausforderung. Absolut. Sie haben mir viel zum Nachdenken gegeben, was die strategischen Vorteile angeht. Wunderbar. Ich freue mich darauf zu sehen, wie Sie dieses Modell in Ihren eigenen Bemühungen nutzen können. Ich auch. Das hat definitiv einige kreative Ideen ausgelöst. Danke für das zum Nachdenken anregende Gespräch, John. Das freut mich, Anna. Ich freue mich immer, über neue Geschäftstrends und Innovationen zu sprechen. Fantastisch. Ich bin sicher, wir werden dieses Thema bald wieder aufgreifen. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Ich stimme voll und ganz zu. Der Bereich des Direktvertriebs an den Verbraucher entwickelt sich rasant, und die Möglichkeiten sind endlos. Genau. Okay, ich mache mich besser auf den Weg, aber das war eine wunderbar aufschlussreiche Diskussion.
Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Hab einen schönen Rest deines Tages, Anna. Lektion 9. Vorbereitung auf das große Ereignis. Ja, ich habe gehört, dass sie nächste Woche stattfinden. Bist du darauf vorbereitet? Oh, absolut. Ich habe die Tage heruntergezählt und sichergestellt, dass alles in Ordnung ist. Wunderbar, ich freue mich so, das zu hören. Was hast du alles getan, um dich fertig zu machen? Nun, ich habe damit begonnen, eine detaillierte Checkliste zu erstellen, um sicherzustellen, dass ich keine wichtigen Aufgaben vergesse. Kluger Schachzug. Ein solider Plan ist entscheidend, wenn es um Großveranstaltungen geht. Genau. Ich habe jeden Punkt auf der Liste akribisch durchgesehen und einen nach dem anderen abgehakt. Das ist großartig. Auf welche Aufgaben haben Sie sich bisher konzentriert? Nun, ich habe mich um viele administrative und logistische Elemente gekümmert, den Veranstaltungsort reserviert, das Catering koordiniert, den Transport organisiert und so weiter. Hervorragend. Diese Details hinter den Kulissen sind so wichtig. Was ist mit den kreativen Aspekten? Oh, ich hatte viel Spaß mit der kreativen Seite. Ich habe über Themen nachgedacht, die Einladungen entworfen und die Unterhaltung kuratiert. Wunderbar. Es hört sich so an, als ob du wirklich viel nachgedacht und Mühe in die Gestaltung des Gesamterlebnisses gesteckt hast. Absolut. Ich möchte, dass es für alle Teilnehmer wirklich unvergesslich ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es so sein wird. Ihre Liebe zum Detail und Ihre Leidenschaft für diese Veranstaltung sind offensichtlich. Danke, John. Ich freue mich einfach so darauf, dass nächste Woche alles zusammenkommt. Das kann ich mir vorstellen. All diese harte Arbeit wird sich wunderbar auszahlen. Das hoffe ich wirklich. Es war eine Menge Arbeit, aber ich bin zuversichtlich, dass sich das alles lohnen wird. Dessen bin ich mir sicher. Sie haben eindeutig die Zeit und Energie investiert, um dies zu einem überwältigenden Erfolg zu machen. Ich weiß es zu schätzen, dass du das sagst. Es war manchmal stressig, aber ich versuche positiv und konzentriert zu bleiben. Das ist eine großartige Einstellung. Die Aufrechterhaltung dieser positiven Energie wird entscheidend sein, wenn der große Tag näher rückt. Definitiv. Ich weiß, dass es wahrscheinlich in letzter Minute Schluckauf geben wird, aber ich bin bereit, sie elegant zu behandeln. Exzellente Denkweise. Ihre organisatorischen Fähigkeiten und Fähigkeiten zur Problemlösung werden Ihnen gute Dienste leisten. Das hoffe ich auf jeden Fall. Am Ende des Tages möchte ich einfach, dass alle eine tolle Zeit haben. Und ich bin zuversichtlich, dass Sie das tun werden. Ihr Engagement, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, ist bewundernswert. Danke, John. Ich freue mich sehr darauf, diese Veranstaltung mit Familie und Freunden zu teilen. So wie du sein solltest. All deine harte Arbeit wird zu etwas ganz Besonderem führen. Das hoffe ich auf jeden Fall. In Ordnung. Ich mache mich besser wieder an die Fertigstellung einiger weiterer Details. Natürlich, lass mich dich nicht aufhalten. Du hast eine große Woche vor dir, aber du schaffst das. Danke, John. Danke für deine Ermutigung. Wünsche mir Glück. Du brauchst kein Glück, du bist mehr als vorbereitet. Geh und schlag sie um, Anna. Lektion 10. Das Vermächtnis eines Vizepräsidenten.
Positionen: Von 1981 bis 1989 war er Vizepräsident von Ronald Reagan und hatte anschließend eine eigene herausragende politische Karriere. Was sind Ihre Gedanken zum Erbe dieser Vizepräsidentschaft? Das ist eine faszinierende Frage, John. Die Vizepräsidentschaft von George H.W. Bush war sicherlich eine wichtige in der modernen amerikanischen Politik. Absolut. Als Reagans rechte Hand fast ein Jahrzehnt lang spielte Bush eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Politik und Prioritäten der Regierung. Definitiv. Er brachte eine Fülle an außenpolitischer Erfahrung mit, die sich während seiner Zeit als Vizepräsident als unschätzbar erwies. Einverstanden. Bushs umfassender Hintergrund in Diplomatie und nationaler Sicherheit, der durch Rollen wie CIA-Direktor geschärft wurde, ergänzte Reagans Stärken wirklich. Genau. Es entstand eine starke Partnerschaft, die das Land durch einige wichtige globale Ereignisse und Herausforderungen führte. Ohne Zweifel. Ihre enge Zusammenarbeit und ihr kooperativer Führungsstil waren ein Markenzeichen dieser Regierung. Definitiv. Und es diente nur wenige Jahre später als Sprungbrett für Bushs eigene erfolgreiche Präsidentschaftskandidatur. Absolut. Die Vizepräsidentschaft bot ihm beispiellose Erfahrung und Bekanntheit, die ihn auf den Top-Job vorbereiteten. Exakt. Er war in der Lage, diese Grundlage zu nutzen, um eine klare und überzeugende Vision für das Land zu formulieren. Genau. Und seine Präsidentschaft ist zwar nicht unumstritten, wird aber allgemein als stetig und pragmatisch angesehen. Das ist eine faire Einschätzung. Er behielt einen gemäßigten, zentristischen Ansatz bei, der einen breiten Teil der Wählerschaft ansprach. Einverstanden. Bush konnte aus seinem Ruf für Kompetenz und Überparteilichkeit, den er während der Reagan-Jahre aufgebaut hatte, Kapital schlagen. Definitiv. Seine Fähigkeit, über den Gang zu gehen und Koalitionen zu bilden, war ein Kennzeichen seines politischen Stils. Exakt. Er verstand die Bedeutung von Zusammenarbeit und Kompromissen in einer geteilten Regierung. Absolut. Diese Bereitschaft, mit Demokraten zusammenzuarbeiten, unterschied ihn von der eher parteiischen Politik, die in den letzten Jahrzehnten üblich geworden ist. Genau. Bushs Vermächtnis als Staatsmann und Konsensbildner ist bewundernswert, auch wenn seine Präsidentschaft mit Herausforderungen verbunden war. Ich stimme voll und ganz zu. Er war ein Beispiel für eine gewisse Höflichkeit und einen Pragmatismus in der Regierungsführung, die heute schmerzlich vermisst werden. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Die Bush-Reagan-Partnerschaft und ihre nachhaltigen Auswirkungen sind sicherlich ein faszinierendes Kapitel der amerikanischen Politikgeschichte. Absolut. Es bietet wertvolle Erkenntnisse über die Macht von Zusammenarbeit und Überparteilichkeit für eine effektive Führung. Definitiv. Die Untersuchung Ihres Beispiels könnte Einblicke in die polarisierte politische Landschaft bieten, mit der wir heute konfrontiert sind. Genau. Aus Ihrem kooperativen Ansatz und Ihrem Engagement für das Gemeinwohl können wir viel lernen. Absolut. Es ist ein Vermächtnis, das einer eingehenderen Prüfung und Reflexion würdig ist. Ich stimme voll und ganz zu. Das war eine zum Nachdenken anregende Diskussion, John. Hier gibt es viel zum Nachdenken. Ich bin froh, dass ich einige Denkanstöße anbieten konnte. Die Bush-Reagan-Ära ist sicherlich reif für weitere Erkundungen.
Definitiv. Ich freue mich darauf, mich eingehender mit diesem faszinierenden Kapitel der amerikanischen Politik zu befassen. Ich auch. Es besteht kein Zweifel, dass es wertvolle Lektionen für Führungskräfte von heute und morgen bereithält. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, ich sollte wahrscheinlich gehen, aber das war ein großartiges Gespräch. Absolut. Vielen Dank für die spannende Diskussion, Anna. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Thema mit Ihnen zu erkunden. Lektion 11. Die Schätze des Meeres. Perlen und Muscheln, das eigentliche Gold stammte nicht aus ihrem Königreich, es wurde in den Gebirgsflüssen gefunden und zu ihnen gebracht. Was für ein interessanter historischer Leckerbissen. Absolut faszinierend. John, mir war nicht bewusst, dass der Reichtum dieser Küstenkönigreiche oft aus Quellen im Landesinneren stammt. Ja, das ist ziemlich bemerkenswert. Diese Küstenzivilisationen waren in der Lage, ihren Zugang zum Meer zu nutzen, um riesige Reichtümer anzuhäufen. Das macht absolut Sinn. Sie könnten die Perlen, Muscheln und andere Meeresressourcen gegen Edelmetalle und Edelsteine aus dem Landesinneren eintauschen. Genau. Es war ein für beide Seiten vorteilhafter Austausch, wobei die Königreiche am Meer als Knotenpunkte für diesen lukrativen Handel dienten. Ich verstehe. Sie waren also im Wesentlichen Zwischenhändler, die den Fluss wertvoller Güter zwischen Land und Meer erleichterten. Exakt. Ihre strategische Lage an der Küste gab ihnen die Kontrolle über diese wichtigen Handelsrouten. Interessant. Es ist erstaunlich, wie sie ihre natürlichen Ressourcen und ihre geografische Lage nutzen konnten, um solchen Reichtum und Macht anzuhäufen. Absolut. Das Meer war wirklich die Quelle ihres Wohlstands und Einflusses in der Region. Das ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie der Zugang zu natürlichen Ressourcen die Entwicklung von Zivilisationen beeinflussen kann. Definitiv. Das Meer war schon immer eine Quelle von Ressourcen und wirtschaftlichen Möglichkeiten für Küstengemeinden. Zweifellos. Und die Fähigkeit, diese Meeresressourcen zu nutzen, war wahrscheinlich ein wichtiger Faktor für ihren Erfolg. Absolut. Perlen, Muscheln und andere Exporte aus dem Meer waren zu dieser Zeit im Wesentlichen ihre Version von Öl oder Gold. Was für eine aufschlussreiche Art, es zu betrachten. Das Meer war ihre natürliche Ressource für die Gewinnung und den Handel. Exakt. Es verschaffte ihnen einen deutlichen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber ihren Nachbarn mit mehr Binnengrenzen. Ich kann mir vorstellen, dass sie dadurch erheblichen Reichtum und Macht anhäufen konnten. Die Kontrolle lebenswichtiger Handelsrouten ist so wichtig. Genau. Und damit einher ging die Fähigkeit, Einfluss auszuüben, große Architekturprojekte zu finanzieren und ihren Status zu festigen. Faszinierend. Es zeigt wirklich, wie der Zugang zu natürlichen Ressourcen die geopolitische Landschaft der Zeit prägen kann. Absolut. Diese Zivilisationen am Meer konnten gedeihen, indem sie von den Reichtümern des Meeres profitierten. Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Geographie und natürliche Ausstattung den Lauf der Geschichte tiefgreifend beeinflussen können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Meer ist seit langem eine Quelle sowohl des Wohlstands als auch der Energie für Küstengemeinden. Definitiv. Es ist eine faszinierende historische Lektion, die auch in der modernen Welt relevant ist.
In der Tat. Die Fähigkeit, natürliche Ressourcen zur Steigerung des wirtschaftlichen und politischen Einflusses zu nutzen, ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Absolut. Diese Diskussion hat einige faszinierende Einblicke in das dynamische Zusammenspiel von Land, Meer und dem Aufstieg der Zivilisationen geliefert. Ich freue mich, dass ich diesen interessanten historischen Leckerbissen mit dir teilen konnte, Anna. Es unterstreicht wirklich die Bedeutung von Geographie und natürlichen Ressourcen. Definitiv. Es ist eine Perspektive, die ich vorher nicht in Betracht gezogen hatte, aber sie macht absolut Sinn. Vielen Dank, dass Sie mich zu diesem faszinierenden Thema aufgeklärt haben. Das Vergnügen liegt ganz bei mir. Ich freue mich immer über unseren interessanten intellektuellen Austausch zu solchen historischen und geopolitischen Themen. Lektion 12. Das Auf- und Ab saisonaler Feuchtgebiete. Die Gebiete bleiben das ganze Jahr über feucht, aber die flacheren Becken trocknen in der Trockenzeit aus. Ein Teil des Wassers wurde abgelassen, das ist eine interessante Beobachtung über Feuchtgebietsökosysteme. Absolut. John. Die Dynamik zwischen permanenten und saisonalen Feuchtgebieten ist ein faszinierendes Thema. Es unterstreicht wirklich die Anpassungsfähigkeit dieser einzigartigen Umgebungen. Definitiv. Die Fähigkeit bestimmter Gebiete, das ganze Jahr über Wasser zurückzuhalten, während andere ein eher zyklisches Muster aufweisen, spricht für die Komplexität dieser Systeme. Genau. Dieses empfindliche Gleichgewicht zwischen mehrjährigen und kurzlebigen Wasserquellen ermöglicht es Feuchtgebieten, eine so vielfältige Flora und Fauna zu beherbergen. Exakt. Das Austrocknen der flacheren Becken während der Trockenzeit ist wahrscheinlich ein natürlicher Prozess, für den sich viele Arten entwickelt haben. Genau. Jene Arten, die in den temporären Lebensräumen gedeihen können, können die saisonalen Vorteile nutzen, wenn der Regen zurückkehrt. Absolut. Es ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Feuchtgebietsökosysteme und die speziellen Anpassungen der Organismen, die sie bewohnen. Definitiv. Und die Tatsache, dass ein Teil des Wassers abgelassen wurde, ist ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Auswirkungen des Menschen auf diese Umgebungen. Guter Punkt. Eine Veränderung der natürlichen Hydrologie kann erhebliche Folgen für das empfindliche Gleichgewicht dieser Systeme haben. Absolut. Die Entwässerung von Feuchtgebieten kann die zyklischen Muster stören, von denen viele Arten für ihr Überleben abhängig sind. Genau. Es kann das fein abgestimmte Gleichgewicht stören, das die Koexistenz permanenter und saisonaler Feuchtgebiete ermöglicht. Exakt. Die Aufrechterhaltung der Integrität dieser natürlichen Wasserkreisläufe ist entscheidend für die Erhaltung der Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Feuchtgebietsökosysteme. Definitiv. Es ist ein komplexes Thema, das ein differenziertes Verständnis der miteinander verbundenen Prozesse erfordert. Absolut. Jede menschliche Intervention muss sorgfältig abgewogen und gesteuert werden, um unbeabsichtigte negative Folgen zu vermeiden. Gut gesagt. Das Auf und Ab dieser saisonalen Feuchtgebiete ist ein heikler Tanz, den wir vorsichtig angehen müssen, wenn wir versuchen, Einfluss zu nehmen. Definitiv. Es ist ein Beweis für die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit der Natur, aber auch für die Fragilität dieser Systeme angesichts menschlicher Aktivitäten. Genau. Die Erhaltung des dynamischen Gleichgewichts zwischen permanenten und kurzlebigen Feuchtgebieten sollte eine Priorität der Naturschutzbemühungen sein. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist ein faszinierendes Forschungsgebiet mit wichtigen Implikationen dafür,
wie wir mit diesen wertvollen natürlichen Ressourcen umgehen. Absolut. Die Erkenntnisse, die wir aus dem Verständnis der Ökologie saisonaler Feuchtgebiete gewinnen, können in nachhaltigere Praktiken und Politiken einfließen. Definitiv. Es ist ein komplexes Thema, aber eines, das von entscheidender Bedeutung ist, da wir versuchen, harmonischer mit der Natur zu koexistieren. Gut gesagt, Anna. Das war eine wunderbar aufschlussreiche Diskussion über das Auf und Ab saisonaler Feuchtgebiete. Danke, John. Ich freue mich immer über unsere zum Nachdenken anregenden Gespräche über die Feinheiten ökologischer Systeme. Das Vergnügen liegt bei mir, Anna. Dieser Austausch hilft mir, mein eigenes Verständnis dieser komplexen Umweltthemen zu vertiefen. Ich freue mich, dass wir diesen interessanten Dialog führen konnten. Es gibt immer mehr zu lernen, wenn es um die Natur und unsere Rolle darin geht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, ich sollte dich wahrscheinlich gehen lassen, aber das war eine wundervolle Diskussion.